Juhu. So, wie ging das? Keine Ahnung. How does it work? Ah ja, das, da. Ja. Some lights. Ah, you know what? Let's make it day. Let's make it 15:22. Hier ist aber auch schon ziemlich dunkel. Ja, finster war es. Hey, so. Ich muss gerade gucken, wie das hier funktioniert. Ich weiß schon gar nicht mehr. Ich brauche hier eine Fuel Pump, glaube ich. Ah, nee, External Power, Fuel Pump, so war das genau. APU Master on, APU Start. Dann IRS 1, 2, 3. Komm her. So, Gashebel left, Gashebel rechts. Ah ja. Ja, wunderbar. Speed brakes work. Rudder pedals, let's have a look. Right, left. Nein, das ist wieder falsch. Unglaublich. Was ist denn das immer? Unglaublich, ey. Also, Controls, Options, Rudder pedals, Reverse Axis. Ja, right, left. Wunderbar. Cool. Dann, bada bada, bla bla bla. Oh. Also Chocks, Jetway. Gibt's hier einen Jetway? Nee, nicht wirklich. Egal. Jetways are for losers. Cool. APU scheint zu laufen. Windshield. Windshield. Nein, hier, APU bleed on. Das wollten wir. Und wir brauchen noch hier Panel Light. Wo waren das? Eieieiei. Ich habe mich doch eigentlich eingestellt, dass das angeht. So? Ah, so war das. Aha, das wollten wir. Genau. Jetstream. Align IRS. Ja, we know. Also init. ENGM-EHAM. Schon wieder 8:30, verdammt, ist es spät. Ja, insert. So, Flugplan haben wir geladen. Unser Alternate ist Düsseldorf. Keine Route dafür. Dann brauchen wir hier Align IRS. Das haben wir gedrückt. Flight ID, wir sind Hapag Lloyd 211. Hopp. Next Page. So, Daten eingeben. Also Gewichte. Was haben wir gesagt? Wir haben 210 Passagiere. Blub. Nein. 210 Passagiere, Cargo. Ich glaube 2,8 Tonnen, muss ich nochmal gucken. Was sollten wir eigentlich haben? Payload 24,8. Haben wir aber nicht. Komisch. Ach so, ja, weil die Cargo ist inklusive Gepäck. So war das. Aber wir brauchen Cargo 8050.
Also machen wir mal 8,1 draus. So. Und Fuel brauchen wir. Lalalala, wo bist du? Fuel. Block Fuel 17,2. Also machen wir 17,3 draus. Up, confirmed. So. Jetzt haben wir hier Empty Weight 80.166, ja, Payload 24.9, das ist gut. Zero Fuel should be 105, yep. Fuel 17.3 und Takeoff Gross Weight should be 122. Wo ist denn das hier? Ja, stimmt. Apply. So, Live Data. Sehr gut. Hey Tim. Ja, 213 Passagiere. Nee, wir sind ja keine Passagiere. Wir sind ja hier Crew. Wir. So, Runway Length. Nee, Runway ist bestimmt wet. Runway Heading ist, glaube ich, 1 Grad oder sowas. Den Wind haben wir schon. 30 mit 7, 995. Weight, was haben wir gesagt? 222 Tonnen waren es, glaube ich, ne? Mal schnell nachgucken. 122 Tonnen, also 122,4. 222 ist ein Schwachsinn. 122,4. Enter. So. Flaps machen wir 15.0. Ja. Anti-Ice on. Ja. Anti-Ice Engine only. Air Conditioning on. Genau. Runway Length müssen wir nachgucken. Muss ich schnell in meine Ground Chart reingucken. Und die Bahn ist, wenn wir die linke Bahn kriegen, haben wir 3600 Meter. 3600 Meter. Surface wet. Runway Heading, 012 ist es sogar. 012. Outside Air Temperature 0, QNH 995, sieht gut aus. Und da machen wir jetzt hier Calculate, da haben wir unsere ganzen Speeds. Und Flex-Werte. Ja, jetzt haben wir unser IRS aligned. Also Block Fuel, was haben wir gesagt? Was waren das nochmal? 17,3, ne? Waren das? Ja. 17,3. Zero Fuel Weight 105,1. 100,1. Gross Weight 122 Tonnen, das stimmt. Zero Fuel, das war glaube ich irgendwas 23,1, genau, und 1,7 ab. 23,1, zack. Ja, und der sagt hier Optimum Level 360. Schauen wir mal. Aber je höher wir fliegen, desto besser, weil dann ist weniger Gegenwind. Wenn wir auf Level 300 wären, hätten wir, glaube ich, 100 Knoten Gegenwind und auf 380 eben halt nur... achso, ich kann auch die Webcam einschalten. Hallo. Und wenn wir eben auf... Oh, ist die Kamera wieder verstellt hier. Und wenn wir auf 380 gehen, haben wir nur noch, glaube ich, 60 Knoten Gegenwind. Besser, ne? Ne, ist immer noch so tief, ne? Ein bisschen höher stellen. So. Nein, ist zu weit. Ah, ja. Wow. Ja. So. Das haben wir ausgefüllt. Dann Flight Takeoff und Approach. So, die müssen noch die Speeds, also die V1 haben wir gesagt. Die E1 drehen wir ein, 149. Bevor ich das machen kann, muss ich hier noch die Dinger aktivieren. Genau. Können der Galley Power geben. Das sieht alles gut aus. Ja. So, wir können NAV Logo einschalten. Warum nicht? Ja. So. Also 149 Knoten angeblich. Also erstmal mal Preset. 210 Knoten. Genau, Yvonne, lieber Yvonne als Jacqueline, sagt der Kevin.
Nochmal draufdrücken und jetzt können wir die Geschwindigkeit eindrehen. 100, was waren das? 49? 149? Ja, 149, 51, nein, 149, 51, 54. Ah ne, die V2 muss ich in der FCU eindrehen, also 154. Ah, wenn man nur lesen könnte. Macht's Leben einfacher, ne? 154 und dann gibt es hier 149. Ich meine, es steht ja hier. Die V2 nimmt er von der FCU, Flight Control Unit. So, 151. So, hier Flap Speeds haben wir alles. Take-Off Shift machen wir nicht. Engine Out, Approach kommt erst später. Mode, alles gut. So, ich glaube, dann haben wir hier alles erledigt. Toi, toi, toi. Wir können noch ja, das Garnemon VOR ist schon eingedreht und falls wir umdrehen müssten, können wir das ILS 01 Left schon mal vorbereiten. Das hat schon mal Kurs 012 und die Karte sagt, das könnt ihr gerade nicht sehen, das habe ich mal vorbereitet, das ist hier auf meinem zweiten Bildschirm. So. Also 01 Left wäre 110,3. Also für einen Quick Return 110,3, Final 3500 Feet, DME 8.9, MSA 3000, also 900, wenn wir 4000 Fuß steigen, sind wir sicher. Das können wir schon mal der Karte entnehmen. Dem Kärtchen. Sehr gut. Also da mache ich hier, Take-Off Approach. Hier mache ich die V-Speeds hin und da kommt die Flight Plan Page und da müssen wir dann die entsprechende SID eingeben. Aber jetzt warten wir erstmal, was uns der Controller sagt. Wir machen schon mal Türen zu, denn es kann ja demnächst losgehen. Ist es hier? Genau, Jetway weg. Habe ich die APU, ja, GPU habe ich abgehängt hier, können wir wegmachen, dann machen wir alle Türchen zu, pop, pop, pop. Alle drinnen, dann wird angeschnallt, Seatbelts und Jungs aufhören zu rauchen. Cool. Oh, Oxygen Supply, wäre auch noch eine gute Idee. Ich glaube, dann habe ich alles. Ah, Immersed als Armed, ja, aber jetzt habe ich, glaube ich, alles. Wunderbar. Den Trim können wir erst später setzen, wenn wir Hydraulic Power Pressure haben. Den Azel können wir noch zurück auf 0 drehen im Vorbereiten. Ja. Und den runter auf 012 Grad. Wo ist der Tim? Gegenüber? Sehr gut, fliegt er auch mit. Wunderbar. Ich muss mal hier gucken. Auf dem Swift schauen. Wen haben wir hier? Daniel ist da, Tim ist da. Jürgen hat es nicht geschafft. Oh. Na gut. Dann ATC. Wen ruft man da? Wir haben eine ATIS 109.775. Die schauen wir uns kurz an. Da haben wir Information X-Ray, also nochmal aufschreiben. Wir sind Hapag-Lloyd 211. Wir haben Information X-Ray, das kann ich auch zeigen, da Swift GUI. RNP Approach 01 Right, Departure 01 Left, ist gut. Also so wie geplant. Runway Wet, Transition, we don't care. Contact. Es gibt keinen. Wir müssen Approach rufen. Es gibt keinen Tower. Also gut. Data Link habe ich jetzt keinen Bock. Machen wir das so. Und 030 mit 7 Knoten, 7 Kilometer. Light. Also eigentlich wären wir hier gegroundet. Also in meiner Firma dürfen wir bei Freezing Precipitation nicht starten. Wir dürfen zwar landen, aber nicht starten. Also Freezing Drizzle, Freezing Rain musst du warten, bis es sich bessert, das Wetter. Aber wir sind ja hier im Spiel, im Simulator, da kann man das machen. Overcast 500 Feet, also das ist schon eine tiefe Ceiling, ne?
030 mit 7, Overcast 500 und Temperature 0, Dew Point minus 1 and... Warum springt der mal runter? Was soll denn das? QNH 9995. Gleich reindrehen, bevor ich es wieder vergesse. Und dann tun wir den Approach reindrehen, das ist 2045. So. Oder muss ich es so machen? Naja, so war das. Cool. Dann rufe ich den mal und gucke, was rauskommt. Gardermoen, good evening, Hapag-Lloyd 211, information X-ray stand 12. We are ready to copy clearance, Amsterdam. Hotel Lima Foxtrot 211, Oslo approach, clear destination Amsterdam, VIP 1 Alpha departure, 01 left, initial climb 7000 feet, squawk 4564. Oh, ich habe das auf der falschen Quelle liegen. Ausgabequelle liegen. Hapag-Lloyd 211 cleared via Wipper 1 Alpha departure, climb 7000 feet, 4564. Hotel Lima Foxtrot 211, read back, correct. Denn ich habe gerade eben eine neue Version installiert vom Swift und da hat er die Einstellung nicht übernommen, wie ich dachte. Doof. Also 7000 Feet. Wir haben gesagt, wir wollen das Q im Arsch reindrehen, bevor wir es vergessen. 995. Das dauert eine Weile. 995. Ja, ja, ja. Nein, nein, nein. Das geht real natürlich schneller, wenn man so ein Ding schnell dreht, der dann auch entsprechend auch überspringt. Aber wir können nicht alles haben. Ist halt nicht perfekt programmiert, der A310 hier von iniBuild. Aber so ist das Leben. Man kriegt hier mal aus dem Bild. Und dann Wipper 1 Alpha. Also 0, 1 left. Wipper 1 Alpha. Insert. Ist da irgendwo eine Discontinuity? Ne, ist gut. Müssen wir mal die Wegpunkte prüfen. Scan 4546, runway 01 left, clear for takeoff, and 03 degrees, 7 knots. 01 left, clear for takeoff, clear wait 4546. Also Daniel, wenn du loslegen willst, leg los, ja. Ich bin ja auch in ein paar Sekunden fertig. So, also. Wir stehen hier auf der 12, der Daniel steht gegenüber auf der 11, um es mal auf die Karte zu sehen. Wir stehen hier, dann wahrscheinlich Pushback, Facing West, dann via Golf und November oder was ist das hier? Kilo oder Mike, runter, Holding Point, Alpha 2, Runway 01 left. Sieht man das hier besser? Nicht wirklich, naja. Sind auf jeden Fall, ja, November ist das ja, November. November oder Mike, so, ja. Und die Departure, wo bist du? Wipper. Also hier, Wipper, wo steht's denn? Hier, Wipper 1 Alpha. Lalala, wir sind schon beim Gardermoen, wir müssen da keinen nach dem Start rufen. Climb Clearance 5000 Feet, Wipper 1 Alpha, 012 Track to Golf Mike 436, checked. Golf Mike 437, checked. 439, 614, Nanon, Netza, Wipper. Ja, ich habe es gecheckt im FMS, alles gut. Und wir haben hier Maximum 230 Knots beim ersten Wegpunkt, das stimmt auch, und sonst haben wir keine Beschränkungen. Cool! Und wir haben schon drüber geredet, MSA hier 3900 Fuß, das heißt, wenn irgendwas passiert, wir steigen auf 4000 Fuß mindestens, bleiben dort und dann fliegen wahrscheinlich hier Left-Hand Circuit, Comeback 01 left, if urgent.
Engine failure, we climb straight ahead, 4,000 feet, and then take a decision, radar vectors and come back. And small abnormals, we stay on the SID, we climb minimum 4,000 feet or continue climbing, depending on the nature of the abnormal. Ja, descent 5,000 feet, QNH 995. Cool. Dann haben wir das alles gemacht, weg mit der Karte. Und dann würde ich sagen, melden wir uns mal ready for pushback. Habergleich 211, request pushback. Hotel Neo Foxtrot 211, QNH 995, push start approved, set transponder 4564. Ja, start a push approved, 995, Wilco, Habergleich 211. I knew I forgot something. Also, was haben wir gesagt hier? 4564. So. Also dann sind wir hier, was ist das hier? Beacon on. Dann geben wir uns alle Fuel Pumps. Zack, zack, zack. Gehen dahin, Chocks weg und dann Prepare for Pushback. Hätte ich eigentlich vorher machen müssen schon, bevor ich ihn gerufen habe, Ready for Pushback. So, kommt da jemand? Fährt der her da? Wenn nicht, dann nicht. Dann machen wir Pushback. Ah, da kommt er jetzt endlich. Ja, so weißes Zeug liegt da rum, ich weiß, ist schlimm, ne? Da vorne, das ist der Daniel hier mit der Scandinavian. Ja, schon fertig. Pushback. Sky 21, taxi back, Kilo November, holding point 01 left. Und los geht's. Dann können wir anlassen. Juhu. Also Bleed is on. Sky 4546, contact Polaris. Pack 1 and 2 off. Dann nehmen wir hier Start A and B und Starting Engine Number 2. Mal gucken, ob was passiert. Ja, N2 ist... Ups. Oh, schöner tiefer Bass. Boah. Wir warten dann bis, was ich glaube, 22% N2 und dann geben wir ihm Fuel. Fuel on. EGT rise. N1 rise. Wir müssen dann demnächst da die Kurve kriegen. And, ups, falsche Taste. And starting engine number 1. Ist halt schade, dass man den Pushback hier nicht vorplanen kann. Man muss dauernd gucken, bin ich auf dem richtigen Weg, muss ich stärker drehen oder nicht. Aber müssen wir uns kurz gucken hier. Dann geschieht eben alles gleichzeitig. Ich muss den Push stoppen, ich muss ihm jetzt Fuel geben, ja, Fuel on. Und dann machen wir jetzt hier Stop the Pushback, zack. Park brake set. Ein bisschen hell war das, ne? Ja. Ja, Pack 1 und 2 fault, ja, weil sie off sind, ist alles gut. Müssen wir auch ein bisschen runterdrehen, sonst kriegt man hier Augenkrebs. So, Triebwerke laufen, Starter Cutout, Continuous Relight, All Bleeding off, APU Bleed off, Pack 1 und 2 on, APU Shutdown und dann brauchen wir noch Engine 1 and 2 anti-ice on
Sehr gut. Auto Thrust System activated. Dann kriegen wir hier einmal die Flaps auf 1, Speed Brake armed und noch die Auto Brake auf Maximum. Trim, was haben wir gesagt? Suspension vehicle mounted to decimal 8. Approach and Polaris are logging in flight. Have a nice evening. Wow, the evening is just beginning. What's going on, guys? I've been online for 4.5 hours. I think I'm tired enough. Yeah, then you should start later. Thank you. I'll take that on later. Alright, goodbye. Dann fliegen wir halt so ab. Das ist schade. Was haben wir gesagt hier? 1,7, 1.7 ab. Trim. Ja, man hat schon gemacht hier. Ja, das ist die. Das ist Schaden. Ja, 7 up, genau. Dann gibt es hier einmal Taxi Light. Ja, warum ist die Taxi? Dauert kurz. Park Brake off und wir gehen auf den Unicom und rollen halt zum Start. Daniel fliegt schon oder rollt noch? Ne, der rollt noch. Wo treibt sich der Tim rum? Der ist noch am Vorbereiten. Tim, wie weit bist du? Ja, got him on traffic. Car park light 211, taxiing, holding point 01 left. Ja, Mike. Ich sollte mal das zweite Kommen auf eine andere Frequenz stellen, damit ich nicht da mein Echo höre. Nehmen wir mal 121. Ach komm, wir nehmen 1, 2, 3, 4, 5. Okay, Tim lässt auch gerade an und ist auch hinter uns direkt. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, das ist schade, dass die Leute so früh versagen. Nein, klar, wenn er sagt, er ist nach 4 Stunden online, ja, verstehe ich ja. Aber warum fängt man so früh an? Der Verkehr kommt doch erst am Abend. Also erst am Abend hat man Verkehr. Vielleicht darf man auch nicht sagen. Nein, wie soll ich sagen? Also machen wir jetzt einmal links auf November, dann right on Kilo, left on Mike. Erste links, erster rechts, erste links. Wipper, ne? Ist doch in Köln in der Nähe, ne? Wipper VOA, ne? Kennen wir doch. Also traffic, kilometer for board taxiing to holding point runway 01 left. Und dann wieder links, first left, and then down to the end, holding point Alpha 2 runway 01 left. Da kommt der Daniel, der ist gerade, macht glaube ich gerade Line-Up, da hinten sehe ich so schemenhaft. Genau, da. Da sieht man ihn. Da. Ja, wir folgen ihm gleich dann. Also, Departure Review, straight ahead, left turn, MSA 3900, abnormals on the SID, engine failure straight ahead, catastrophic left-hand circuit, come back runway 01 left. IMC conditions, runway wet. Der Tim ist die 9252, ja? Genau, hinter mir. Wunderbar. Er gibt sich Mühe. Bei Tim ist immer sehr schnell. Mit dem Vorbereiten hier. Also, Pre-Takeoff-Check, was haben wir hier? Also, wir haben Flap 15, ja, wir haben Slat 15, Flap 0. Wir haben Auto Brake Max. Das haben wir ja gar nicht geflext. 57 Grad haben wir gesagt. So, jetzt 57 Grad. Wunderbar.
Genau, hätten wir noch beinahe vergessen. Und da machen wir hier noch Heading, Nav und Profile Preset. Ups. Bisschen hier Ausflug in die Pampa. Also Landing Light on, Strobe Light on, Guard around traffic, Hopper Glide 211, lining up runway 01 left, takeoff, climbing level 360 on the SLE. Stimmt, dann können wir auch hier gleich 360 setzen, wenn die uns alle verlassen haben. Profile. Traffic, Nordic 191, right. So, also Run, Run, das ist der, Run, das macht er jetzt. Und dann muss ich irgendwie den Autothrottle aktivieren. Ich glaube, ich muss da drauf drücken. Genau, Runway Green, SRS Green. Und Takeoff. Thrust set. Jetzt ein bisschen nach links Seiten rübergehen, um gegen den Wind zu arbeiten. Der kommt von rechts, ja, genau. 100 Knots checked. Ja, ich muss ganz schön Ruder geben. V1 and rotate. Positive rate. We delay the gear retraction to shed off any slush and snow and water, and now gear up. Wir haben Nav Green in der Zwischenzeit, and Profile Climb is still armed. Der müsste eigentlich gleich, genau, Profile Climb Green, Climb Thrust set, accelerating for flap retraction, speed check, flaps up, speed breakdown, or disarm rather. Dann sollten wir hier mal auf 220 beschleunigen eigentlich. Macht das auch? Ja, eigentlich 250. Warum sagt er dann hier Pitch Up? Macht eigentlich keinen Sinn. Ja, diese vertikale Führung vom Flight Director ist nicht immer das Gelbe vom Ei. Das muss man sich zugeben, da muss man aufpassen. So, jetzt haben wir Green Dot Speed. Das ist die Minimum Clean. Hätte man schon vorher erreichen sollen. Aber guck, der sagt immer noch, zieh hoch. Ist das Fahrwerk echt drin? Ja. Ja, ist drin. On the traffic KLM-824 is at holding point runway 1 left wait for the Scandinavian on the runway. Also wir sollten mal Swing Anti-Airs anschalten, das wäre vielleicht ganz gut. Den Tim kann man gar nicht hören. Tim, machst du irgendwelche Unicom-Ansagen? Weil man hört dich überhaupt gar nicht. Oder bist du auf der falschen Frequenz vielleicht? Oder Mikro aus? So, we're climbing to a level. Machen wir hier einmal Traffic KLM-824 lining up runway 01 left. Standard Set. Trim.
Juhu, wir haben es geschafft, aus der Soße rauszukommen hier. Hübsch, hübsch. Ja, ist ein bisschen vielleicht zu weich gezeichnet, aber im effektiv ist es schon okay. So, Level 100, dann ups, Landing Lights off. So, jetzt machen wir hier mal eins für Faule. Autopilot on. Und wir haben Command 1 green, white, Nav green, Profile Climb green. Level 100, wir sind aus dem Eis raus. Wing Anti-Ice off, Ignition off, Engine N1 und 2 off. Also Anti-Ice off. Und dann können wir auch die Leute abschnallen. Hell, dunkel, hell, dunkel. Oslo traffic Academy for takeoff runway 0 left, FIFA 1 Alpha departure. Achso, wir hätten vielleicht noch so als Beispiel das TCAS auf TARA einschalten können. Das wäre eine Idee gewesen. So. Dann könnte man auch den Daniel sehen, aber der ist außerhalb meiner Reichweite hier. Aber im Swift-Radar sehe ich ihn. Hey Jean-Carit, sorry, ich habe bis gerade her nicht den Chat gesehen, weil ich hier beschäftigt war und ich hatte auf dem rechten Bildschirm eine andere Application oben drüber. Ja, Steffen, manche müssen arbeiten, manche dürfen spielen. Wir dürfen heute spielen. Urlaub. So, den Daniel können wir aber hier im TCAS vom Swift oder im Radar-Display vom Swift sehen. Können wir zeigen. Zack, da. Da ist er. Könnt ihr mal ein bisschen resizen. Seht ihr auch mehr. Da können wir sehen, ne? Es ist nicht viel los hier in der Gegend. Da das ist jetzt hier 100 Meilen Ringe nach draußen und eben da vor mir sind das hier 10, 18, 19 Meilen vor mir ist der Daniel und da hinten die SAS 2952, das ist der Tim. Das ist ungefähr 18 Meilen hinter mir. Also das läuft jetzt langsam. Ja. Ist okay. Können wir von außen schauen, wie wir aussehen, von außen aussehen. Aber gutes Deutsch. Also Level 380 ist eingestellt. Der Heading-Bug springt natürlich nicht mit. Den muss man manuell mitdrehen. Oder reicht es nicht draufdrücken? Macht er auch. Hauptsache er tut nicht von Nav auf Heading umschalten. Das ist schon mal ein guter Anfang. Ja, ich finde den A310 nett. So die Mischung aus alt und neu.
Alter Flieger mit neuem Cockpit oder mehr oder weniger neuem Glas-Cockpit. So, wer schreibt mir da alles? Oh, okay. Yay, sehr gut. Sehr gut. Ja, ich schaue mir gerade noch nebenher Sachen an, die da hier im World Flight Organisations-Discord passieren. Super. Bisschen Musik machen. So, mal schauen, wen wir noch vor uns haben als Controller. Ja, wir haben Dänemark, also den Kopenhagen haben wir aktiv. Und wir haben auch Bremenradar aller möglichen Frequenzen und es gibt den Jever Center bei Maastricht. Also wir haben demnächst auch wieder ATC, Air Traffic Control. Jetzt schaue ich gerade nach. Mal gucken, was der Qt-Scoop sagt. Ohne zu crashen, hoffentlich. So. Da sind wir. Also nach Wipper. Was man da? Das sind ungefähr 50 Meilen nach Wipper sind wir beim Dänen. Am Kopenhagen. Können wir schon vorbereiten. Das könnt ihr nicht sehen. Moment. Ja, 121375 können wir eigentlich schon vorbereiten und den dann bei Wipper, oder kurz nach Wipper rufe ich den dann einfach. 121375. Ja, ganz schon was los hier in Europa. Nicht schlecht. Guck mal, auch Marseille, wie wir gesehen haben, da ist auch was los. Da ist heute ein Controller Practical Test. Ja, jetzt habe ich ja gelernt, wie man hier die ganzen Fenster resizen kann. Das können wir jetzt gleich machen. Juhu. Sehr geil.
Danke, Leute, dass ihr mir gesagt habt. Und mich nicht habt dumm sterben lassen. Na, hör auf, da rumzuspringen. Naja, Control drücken, dann kann man es verschieben nach Belieben. Okay. Alles gut. So, dann kann man den wieder hier festsetzen, genau. Super. Also ist ganz schön was los heute. Wahrscheinlich auch wegen dem Wetter, ne? Klar. Cool, guck mal da, wir sind drüber. Wir haben es geschafft. Wie war das? Kommen wir hier durch? Ja. Yes, we come through. Können ja mal rausgucken. Flügel. Oh. Wie, ich komme nicht weiter. Hänge ich jetzt echt fest hier? Warum komme ich nicht weiter? Hallo? Tut der echt simulieren, dass man nicht durchlaufen kann? Das gibt's ja wohl nicht, ne? Man darf nicht in die Economy. Und näher kommt man auch nicht ran. Ans Fenster. Gibt's ja wohl nicht. War das schon immer so? Ich kann mich nicht daran erinnern. Na gut. Hübsch. Ja, nichts geht gegen oder über die klassische Harvard-Leute-Malung. Hübsch, hübsch, hübsch. So, wir wollten die Frequenz vom Dänen vorbereiten. 121375 ist schon mal vorbereitet, gesetzt. Und wir sind gleich bei Wipper, danach 50 Meilen. Guck mal hier, der Wind immer noch 60 Knoten gegen uns. Und wir tun ja auch ganz schön hier am Speedlimit rumreiten. Lalalala. Ich hätte mal bei 360 bleiben sollen. Ja. Initialize Cost Index. Habe ich nicht gemacht? Echt? Ah, Cost Index. Ja, machen wir mal. Hier, wir wollen ja rasen. 150. Naja, er sagt jetzt hier Maximum Level 375. Vielleicht sollten wir wieder runtergehen auf 360. Das ist hier nicht so geil da im Coffin Corner. Okay, wir gehen runter auf 360. Ja, komm. Vertical Speed minus 1000. Wir wollen nicht aus dem Himmel fallen hier. Das wäre nicht so geil. Also, Vertical Speed Green minus 1000 feet per minute. Er macht das. Wunderbar. Sieht schon besser aus wieder hier, wenn dieser rote Balken nach unten weggeht und verschwindet. Das ist schon besser so. Oh, wir hätten den noch auf Off setzen müssen. Sollen, müssen, hätten. Ja. Also wir haben gesagt 50 Meilen nach Wipper. Waypoint kommt dann die Grenze zum dänischen Luftraum. Wir machen im Moment Ground Speed knapp 400. Das sind also knapp 7 Meilen in der Minute. 50 dividiert durch 7 ist ungefähr 7, ne? 7 mal 7 ist 49. Also, wenn wir in 5 Minuten da reinrufen oder in 4 Minuten, ist es früh genug. Was haben wir hier? 15:10, also um 15:14 Uhr rufe ich da rein, es sei denn, der ruft uns vorher und sagt hier, contact us. Kann auch sein. We shall see.
So, dann wollte ich noch eine E-Mail lesen in der Zwischenzeit. Naja. Eine Wanze ist gerade auf meinem Strahler gelandet hier. Habt ihr dieses Jahr auch eine Wanzenplage? Na gut, das ist ja nicht so schlimm, ein paar Wanzen. Aber wir hatten vor ein paar Jahren hier wirklich eine ganz schlimme Wanzenplage. Letzten 2 Jahre war es okay, aber ich glaube 2020 oder so, da hatten wir voll die Covid-Wanzenplage. Und du willst sie auch nicht zerdrücken, weil sonst stinkt ja alles. Deswegen, ich fange sie eigentlich immer und schmeiß sie raus. Genau, die gefürchtete Covid-Wanze. Das Vieh nervt. Hello, Mr. Dream Virtual Flight. Hello. Nope, no Max 8 here, nope. I'm sorry. Horizon Sim. Hello Jonas. Horizon Sim. I heard the name, but I haven't really used it, no. Is it the same thing that as well, the same company that... Oh no, the Airbus 330 was released by the Latin VFR group, isn't it? And there is our contact request. Let's contact him. You can descend flight level 280 for now. 280, running on 2 aircraft. And command control, very good evening, Scandinavian 821, 360. Scandinavian 821, Copenhagen control, hello, you are identified. Command Grafton, Scandinavian 1221, passing flight level 158. Scandinavian 221, Copenhagen control, hello, you are identified. Climb flight level 200. Climbing flight level 200, Scandinavian 1221.
Copenhagen, hello, Habak Lloyd 211, level 360. Who's calling? Habak Lloyd 211, he knows the Copenhagen Control, hello, identified. Yep, Habak Lloyd 211, yeah, we had to stop our climb level 360 and we are unable 380 if you wouldn't mind to amend our flight plan. Thank you. Habak Lloyd 211, flight plan has been amended to flight level 360. Tak, tak. Alright. Scandinavian 1221, My you can expect a glass is runway 08 empty. left via Gibuk. I have to refill it. See you in a moment. 08 left and direct Gibuk, Scandinavian 1221. Ryanair 925 Golf, descent flight level 120. Descent 120, run on 925 Golf. Transavia 9064, contact Maastricht 136.465. So. Copenhagen, hello, Max 3089, passing through flight level 175. So, okay, the Horizon Sim is the modification for the Latin VFR Airbus 321. I heard the 330 is not so... It looks great, but the systems are meh. 330 as well. I have the Max 3089. I have the headwind Airbus 330, which is nice. I like it. I recommend that. Scandinavian 34 Tango, contact Bremen 123.925. Bye bye. 123.925, Scandinavian 34 Tango, bye bye. Lufthansa 48 Foxtrot, climb to flight level 190, speed 290. First Transavia 963 Echo, contact Maastricht 136.465. I wanted bye-bye. to 136.465, Transavia 963 Echo, ciao. have a look at my temperatures as well. Blue Max 3089, Copenhagen Control, hello, identified, proceed direct, Elda, Echo, Echo Lima. First Elda, Blue Max 309. Okay, so you know the headwind Airbus 330. Scandinavian 1221. Scandinavian 1221, pass your message. 1221, we have a pretty big hydraulic leak here and request a turnaround to Copenhagen instead. Scandinavian Ooh, la la. 1221, approved, turn left heading 160 degrees, descent flight level remain 200 for now, contact approach 119.8. Left turn heading 160 and contact approach 119.8. Yeah, it looks like. 1221. Max 3089, contamination flight 124. It looks like I have some hot temperature problems with my CPU. Interesting, huh? Blue I Max, had a maximum of 100 695, degrees recorded, hopefully only transient. And for the package. But otherwise we have here at the moment 64 to 76, 78, 100. Oh, look at that. The question now is that real, or is this just a wrong, Jet 997, fully ready. a faulty measurement, because it can't jump from 60 to 100 degrees within half a second. Can it? Not really, yeah? Contact Maastricht 136.465. Because my last few blue screens I had, where in the end it said Transavia 5964. due to overheat, CPU overheat, yeah. But Lufthansa 48 Foxtrot, Copenhagen Control, hello, you identified, climb flight level 246. yeah, so I think I have to open my computer and remove the paste and Scandinavian 822, you're leaving apply a West new West set Lake. of paste, Unicom a fresh 126.8, bye-bye. layer.
become Scandinavian 822. Maybe the one that is on is worn out. Could be, huh? Maybe I should do that tomorrow before we start our 1 week road flight, huh? calling before, I simply don't have you on my radar scope. We've got 3089 with 300 miles from Echo Echo Lima south, not southeast. Southeast of Echo Lima, then you shouldn't be talking to Copenhagen at all. Straight northeast, I don't know directions. But So, interesting, huh? 65 Lima Alpha, then I guess you should be discussing with Sweden and not me. Negative, is it Blue Max 3089? Blue Max 3089. I have you on my scope and you are identified. Climb flight level 380, direct Echo Echo Lima. Direct Echo Echo Lima, climb level 380, Blue Max 3089. It just seems like when you're calling on pilot, I think you're logged on with the wrong class. It says Ryanair 65 Lima Alpha. Previously, yes. Yeah, that's what you are registered at vPilot. Sky Travel 3 Charlie Echo, contact Bremen on 123.925, bye bye. 3925, bye bye, get ready to check up. Alpine 24 Lima Zulu, disregard. Ryanair 1244 on frequency. Ja, nee, Staub, klar, nee, aber Staub tue ich regelmäßig entfernen. Daran liegt's nicht. Ich werde noch mal gucken, aber dann wäre die CPU-Temperatur nicht so stark hochgegangen. Clear to Monarch for Bravo, arrival runway 12 and descent, flight level 90, Ryanair 1244. Good evening, Hotel Golf Oscar Victor, level 380. Papa Oscar Victor, Copenhagen Control, hello, you are identified. Jet time 97, fully ready. Jet time 97, wind is 12, 0 degrees, 19 knots, runway 08 left, clear for takeoff. Clear for takeoff, 08 left, jet time 97. Copenhagen, hello, longboat 450 from Tango, flight level 400 inbound altitude. Logboat 45 uniform Tango, Copenhagen Control, hello, you are identified and CBDLC is approved. Copy, thank you, longboat 450 Tango. Lufthansa 48 Foxtrot, proceed direct Bokmo. Proceed direct Bokmu, Lufthansa 48 Foxtrot. So. Ja, wir müssen mal gucken, wie es ja mit dem Wetter aussieht in Amsterdam. Geht's schon ATIS? Mal schauen. Fangen wir das bereits. Copenhagen, Harper Lloyd 211. Harper Lloyd 211, pass your message. Yeah, you just sent me another contact me. Maybe it was for somebody else. Sorry, that was wrong. Not wrong. Copenhagen Control, good evening, KLM 844 is with you at flight level Wir suchen gerade das Amsterdam ATIS, aber KLM wir sind wohl noch zu weit weg. Ja. Ist doch nicht. Noch nicht in Reichweite. Direct to Hilden, KLM 844.
97, 2600 now. Jet time 90797, Copenhagen. You are identified, climb flight level 290. Climb flight level 290, jet time 9797. Scandinavian 842, contact Sweden 127.750, bye-bye. 127.750, Scandinavian 842, bye-bye. Ryanair 9025 Golf, contact approach 119.8, bye-bye. 119.8, Ryanair 9025 Golf, bye-bye. And Ryanair 1244, that goes for you as well, approach 119.8, bye-bye. 119.8, bye-bye, Ryanair 1244. Lufthansa 48 Foxtrot, contact Bremen 123.925, bye-bye. Contact Bremen on 123.925. Bye-bye. Great work. Copenhagen, good evening. You're right now 54 Bravo, flight 350 on Dawson. Stand by. Scandinavian 80 Mike, you're leaving airspace, no further ATC. Unicom 122.8, bye-bye. Unicom, Scandinavian 80 Mike, thanks. Red Nose 541 Bravo, was that you calling? 4 Bravo, flight 350. Red Nose 541 Bravo, Copenhagen Patrol, hello, you identified. You are cleared. Tutlo 3 Bravo, arrival runway 12, so Tutlo 3 Bravo, runway 12, when ready, descent flight level 120. Clear Tutlo 3 Bravo for runway 12, when ready, descent flight level 120, right now is 51 Bravo. KLM 844, speed Mach decimal 78 or less. Reducing to Mach 78 or less, KLM 844.
So, wieder da. War kurz im Hintergrund. So, wir tun langsam aufschließen hier auf den Daniel. Na gut, jetzt habe ich gewonnen, 2 Meilen. Was macht der gerade? Der Daniel macht gerade hier 401 Knoten. Ja, wir machen 396. Ja, wir haben sogar Geschwindigkeit verloren. Ein bisschen aufdrehen, ne? Red Nose 541 Bravo, proceed direct Kilo, Oscar Romeo. Direct to course Red Nose 541 Bravo, thank you. Der Tim wird von dem KLM gejagt. Ja, sehr gut. Vorne ist der Streifen, Kondensstreifen vom Daniel hier. Cool. Sehr nett. Sehr geil. Sehr gut, sehr schön. Ah, da kann ich meine E-Mail fertig tippen, meine Nachricht noch nicht. American, hello, Longboat 236, 400. Longboat 236, Copenhagen Control, hello, identified, proceed direct, Echo Lima, Delta. Direct to Echo Lima for Longboat 236. Get it 844, speed now, Mach decimal 80 or less. Oh, Grilles, ja. Speed to Mach 80 or less. Ah, können wir mal die Karten rausgucken. Hier, Elde von Alpha Arrival brauchen wir. Dann brauchen wir hier die Ground Charts. Brauchen wir die Karte? Nein. Wir brauchen die Elde von Alpha. Dann brauchen wir ILS 18 right. Longboat 458 from Tango, request 10 minutes at cockpit. Longboat 45 Uniform Tango, can you wait 5 minutes, center. then I can do a handover? Und ILS 22, you never know. Cool. Dann haben wir, glaube ich, alles. Ja. Roger, you will be handed over in 5 minutes and then there should be plenty of time. Copy, thank you. Dann können wir die Karten hier vorbereiten. 85 Delta Mike, go ahead. 51 Delta Mike, you are identified. Proceed direct, Echo Lima. Echo Lima, 51 Delta Mike. Wodka. Wodka Gorbatschow. Jet time 9797, when ready descent flight level 200. When ready, descent flight level 200, jet time Wir können ja mal hier die Drohnen Jet time on disregard. sich nehmen. Jet time 907 for your information. You can expect the Airno 1 Sierra arrival into runway 17. Yeah, runway 10, then runway 17, jet time 97.
So, sind die Karten fertig erstellt? Sind sie? Ja, wunderbar. Also einmal speichern als Amsterdam. Dann können wir das Fenster schließen. Oh, lange nicht mehr gehört. Shamrock 330, Copenhagen Control, hello, you identified. You're cleared. Monarch 4 Bravo, arrival, runway 12. Cleared Monarch 4 Bravo for runway 12, Shamrock 330. Aber ich merke mal nie. 330 and you can proceed. Ist der Shamrock 330, ist es der Michael oder ist es der Colin? Muss ich nachgucken. Alpine 24 Lima Zulu, contact Sweden 127.75, bye bye. Aber er ist zu weit weg, den sehe ich bei mir nicht in der Pilotenliste. Also müssen wir heute in Q-Scoop reingucken. Wie, die sind weg, die Holländer? Nee, oder? Alle weg schon. Ja, die sind alle weg. Na gut, ist egal, dann haben wir es einfacher. Dann gibt es keine blöden Clearances, dann machen wir hier schön Unicom, selber separieren. Unglaublich, ey. Unglaublich. Ja, genau, 330 ist der Terry. Das ist schon ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen. Das ist schon enttäuschend. Ich meine, es ist jetzt 20 vor 10. Wenn es 10:30 wäre, ja, okay, dann lockt euch aus. Aber um 9:30, Leute, was ist denn das? Ja, wir waren 3 Stunden online. Ja, dann geht er später online. I have to study. Nein, wir sind hier hauptberuflich bei VATSIM. Da wird durchgearbeitet. Kriegt ja auch gutes Gehalt dafür. Gut, dann gehen wir auf die One Night Center, Daniel, oder? One Night Center, Tim und Daniel gehen wir auf die One Night Center, ne? Muss nicht so weit rollen. Also Amsterdam. Also Eelde, One Alpha auf One 8 Center. Und Eelde geht bis, was, Artip? Ja, Artip. Was habe ich getan? Warum ist nicht drin? So. Ach so, ja, okay, alles klar. Ich hätte erst die Runway, Approach, Transition und dann die Star eingeben müssen. Dann geht das auch. So, kann man hier. Also von Eelde nach Noven. Artip. Und dann eben nicht nach Schiphol, sondern wir gehen dann direkt aufs Final, ne? Von Artip. Mal die Karten angucken. Da. LM74 Bravo, Copenhagen Control, you are identified. Copenhagen Control, good evening, Swiss 29 Whiskey. So, was haben wir da? Also von Eelde geht's at or below level 260 at 15 miles before Eelde. Also wollen wir bei Eelde wollen wir dann auf, was sind 15 Meilen, 15 mal 3, 4000 Fuß, also auf 22. 220 sein. Ja, zack. So, und dann geht's von Eelde über Noven nach Artip. Artip wollen wir Level 100 bis Level 70 haben. Okay, gut.
Chamber 330, contact approach 119 on display. Bye bye. Contact approach 119 Und dann ILS 18 Center. Take care. Dann gehen wir von RTIP direkt nach Alina, oder? Good evening, Captain 2658, with you descending flight level 232 for 200. Sogar Sydney. Wie ist denn das hier? Sydney. Ah, wir gehen nach Alina. Da haben wir noch 4 Meilen, um abzubremsen. Also, dann hier. Tschüss. Tschüss. Ah, und wo ist Alina? Da kommt sie halt manuell rein. Die Alina, die gute alte Alina. Longboat 45 Uniform Tango, contact Master. Nicht die Jacqueline. Oh ja, jetzt noch der Sheriff Papa Lima, der muss auch weg. 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 Oh, hat er mich gerufen? Wartest du mich? Ja, meldet sich nicht mehr. Er wird sich melden. Also Alina wollen wir auf 3000 sein. Was that for Harper Glide 211? Negative. Okay. Ah ne. Nicht at or below. Wir wollen at 3000 feet haben. Ich falsch eingegeben, fast at 3000 feet. Und Speed, ist irgendeine Speed? Maximum 220. Scandinavian 821, contact Mastering 136.465. Sehr gut. Bye bye. Dann haben wir das auch gelöst. 16465, Scandinavian 215, bye. Also Alina, Sydney, Alpha Mike 630. Sehr gut. Machen wir das so. Hat man das gelöst. Ganz schön gemeiner Wind hier, ne? 60 Knoten gehen ja fast noch. Es könnten auch 100 Knoten gegen uns sein. So, und nun? Wir können das Briefing machen. Wir haben gesagt, wir fliegen da von River nach, von RTIP nach Alina. Das ist dann hier ungefähr so, ne, 290 Grad ungefähr. Final Approach Course 182 degrees, ILS 109.5. Also 109.5. Und das lange Drehen kommt jetzt. Lalalala. Warum springt das dann nicht einfach? Das ist einfach schlecht programmiert. Schlecht programmiert. Harper Glide 211, Maastricht 136.465, bye bye. 136.465, Harper Glide 211, goodbye. Blue Max 3089, contact Maastricht 136.465, bye bye. Contact Maastricht 13. 464? Ich hab doch gesagt 465. Ah, der tut's falsche Runden. Maastricht, hello, Harper Glide 211, level 360. Harper Glide 211, Maastricht, radar identified. Maastricht, guten Abend, 3TL, 3 Charlie, So, Juliet, Flight Level 228, dann Flight Level 330. 3 Charlie, Juliet, Maastricht, radar identified, climb Briefing, flight also. level 330. Dann Climb flight level 330. RTIP level 70, descend 3000 feet to Alina. Maastricht, hello, Blue Max 308. Sydney 3000 feet, speed 220, then descend 2000 feet.
at Alpha Mike 630, which is DME 6.2 of the ILS. Intercept the glide slope. Standard 3-degree glide slope. Aber wir können sogar malen hier. Mal, wie geht denn das? Markieren, geht das damit? Das ist also 3-degree glide slope. Wunderbar. Aber kann ich nicht auch malen? Wie geht denn das? Text und Bilder bearbeiten. Nee, wollen wir nicht. Nein, 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 nein. Hör auf. Nein, was habe ich getan? Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Wie geht das weg? Oh, das war nicht gut. So, das Fenster da kriege ich hier weg, oder wie? Da rechts. Was soll das? Egal. Nein, das wollten wir auch nicht. Okay, auf jeden Fall. When established on final, maintain 160 until 4 miles before threshold. So, there should be a puppy on the left side. The minimum is 188 feet. So, kann man das hier eingeben? Du kannst nicht mit dem Rechtsklick die 8,33 Frequenz über Swift eingeben. Ah, okay. Ich mache es immer manuell, deswegen, außer im FS9, wo ich es dann eintippe. Das mit dem über das Menü eingeben habe ich noch gar nicht probiert, muss ich ehrlich zugeben. So, also MDA 188 Feet. Genau, da haben wir das. Das sind unsere Speeds. Wind Correction. Ah, müssen wir mal Wind gucken mal. Also schauen wir auf den Wind. Swift GUI. Ist ja keine mehr da. Dann geben wir hier einfach ein. EHAM. Zack. Da ist er. Also wir haben aktuell Wind 190 Grad, 28 Knoten in Böen. Also Gusting 14 Knots. Udlala. Müssen wir arbeiten. Aber es ist fast mit der Bahn ausgerichtet. Visibility is 7 kilometers. Showers of rain. Clouds few at 1200 feet. Scattered CB at 1700 feet. Broken at 1900 feet. Temperature +9. Dew point +7. Kuh im Arsch. 972. Ouch. Temporarily 4000 meters visibility. Also Wind Correction brauchen wir dann hier. Also 190. Das ist fast genau. This is almost exactly headwind. So there's no crosswind component. So we have to take half the headwind component. That would be 14 knots. Plus the full gust. The gust difference between the mean wind and the gust is 12 knots. 40 minus 28 is 12. So that would be half the wind, 14 knots. Plus the gust would be 14 plus 12 is 26. But no. The maximum wind correction that you can do is 20 knots. So we have to do 20 knots wind correction, not more. Also VAP will be 159 knots. Nicht schlecht. Not bad. Not bad. Na, es gibt noch Ground in Amsterdam. Aber das war's dann, ne? Alle anderen haben sich abgemeldet. Unglaublich. Wahrscheinlich waren zu viele schlechte Piloten dabei.
Probably there were too many bad pilots, so the ATC gave up in Amsterdam, especially with this wind, this weather. Right. 31 Alpha Hotel, descent flight level 350. Yep. Alright, so then missed approach. Missed approach. Let's have a look. Wie geht denn das da weg? Seitennavigation. Nein. Also, missed approach. Climb on track 182, no, that's runway track, to 2000 feet. Inform ATC immediately, yeah. There is no ATC, so we just climb 2000 feet. Actually, we're gonna climb 3000 feet because you see here MSA is 1800 feet, and here in the south east of the airport it's 2300 feet. So if we climb 3000 feet, we're gonna be back at the approach altitude, at the initial approach altitude, not the final approach altitude. And if we have to come back, if you go around, we're probably gonna come back, and we're gonna fly a left-hand turn. We're gonna fly northbound. We reinsert the approach, and we go again via Alina, Sydney, descend 2000 feet, and try it again. 51 Delta Mike, 360 inbound exit. 51 Delta Mike must be identified. So after landing. Direct Zipsum. Landing here, 18 center. We probably vacate via Whiskey 6. And then we have to see Bravo and Alpha have to be used in a certain fashion. So Alpha is clockwise and Bravo is counterclockwise. So we have to use Alpha to taxi the terminals. You see here. Whiskey 6 and then via Alpha, and we contact ground if they're still there, and they will tell us what to do. Cool. Yep, in case of landing. Mal gucken, does the FMS have any missed approach stuff? No, it doesn't. No. Cool. So weather, yeah, we know it's wild. No terms, none. Performance is good. Fuel. Oh, fuel is a good idea to check. So we currently have a fuel of 11.6 tons. We are estimating fuel on landing. 10.2 tons. I don't believe it. Maybe 9 tons. So 9 tons will still give us plenty of extra fuel to go to our destination alternate. And let me have a quick look. Our bingo fuel, the amount of fuel that we have to take a decision to divert immediately to Düsseldorf or commit to land in Amsterdam, maybe on a different runway, if one should get blocked, is, where is the flight plan? Here we go. So Düsseldorf is 2 tons of fuel plus final reserve 1.8. So 2 plus 1.8 is 3.8. So 4 tons. Let's make it 4 tons. So 4 tons is, well, here's the camera. 4 tons is our minimum diversion fuel, our bingo fuel. Yes, GL3 Charlie Juliet, when ready, descent flight level 260. And we said we want to cross Elde at level 220. We are at 360. The difference is 14. 14 times 3 is 42. So let's make it 45, 50 miles. So 50 miles before Elde we want to descend. So that will be in a few minutes. Because currently we are about 70 miles before Elde. We can have a look here. We go to the progress page and we insert Elde here. Here. And we know it's 65 miles to go. So in 15 miles we want to begin our descent.
ground speed at the moment is... the wind has decreased a bit, so we're doing 7 miles a minute. So in 2 minutes from now we want to descend. Scandinavian 821, when ready, descend flight level 260 to reach flight level 260 at Eelde. No, 15 miles before Eelde. Descend level 260, 11 Eelde, Scandinavian 821. Oh, we have some more viewers. Hello, welcome to our lovely channel. Hopefully today without a crashed desktop or blue screen of death. The blue screen of death. Oh my god! No, I hope not. What does my hardware monitor say? Oh, now another. Look at this. Another CPU. Oh no, this I think this is just a summary of this one. Oh yeah, you see. The core number 3, it keeps jumping up momentarily. I don't know if this is true or not. It looks to me it looks like a bloody measurement sensor problem. If it was my aircraft at work, I would say no, this is a sensor issue. Because all the other CPUs look, they're jumping by a few degrees, but not that crazily. But nevertheless, I will probably have to replace the CPU coolant paste. Easy 7 to Echo Uniform, descend flight level 260. 260, easy 7 to Echo. So we got 50 miles to run. Juliet, contact Bremen radar 123.925, bye bye. 123.925, DL3 Juliet, danke für den Abstand. Haberleut 211, request descent. Haberleut 211, descend flight level 260. So level 260, Haberleut 8211. So, level KLM 246, request descent. 260. KLM 246, descend flight level 260. Descent 260, KLM 246. Vertical speed green, Mach decimal 80. Strict longboat 45 uniform tango. Go ahead. Did you hand us off, madam? So our ground speed is 420, so 420 divided by 6, is 7. 7 times 3 is 21, so 2100 feet a minute is our descent rate. Good evening, Good. 329 whiskey, fly level 370. Seatbelts on. Inbound Hotel Lima Zulu. Das 29 Whisky Mars spricht ein. Ja, hier sind unsere Flares, ne? On flight level. Ja, komm her. Preferred flight level 380, Swiss 29 whiskey. 9, odd For level. 29 Whisky, you can expect flight level 370, then maintain flight level 360 for now. Die Leute verstehen. 370. Yes, as well, you can use ground speed times 5. Maintain fly level It 360 now. depends how you memorized, how you worked in your training before. And I'm more used to using the 60 steps, because you can use it with all kinds of with all sorts of calculations. So I know 420 is divided by 60 is 7, so I see 420 are 7, 7 times 3 is 21. Yeah, so it's just a matter of what you're used to. Absolutely. But ground speed times 5 is the other correct formula for the vertical speed for a 3-degree descent path. Looks like we're going to overshoot a little bit here, because the descent prediction, the descent banana says we're gonna reach 260 just before Eelde, but we thought we would be there at 220, but doesn't matter. Okay, as well, ground
ground speed divided by 2 is the other one, yeah, 420, 42 divided by 2 is 21, 2,100 feet a minute. Uniform, contact Bremen radar. Works as well. 925. So you see, there are so many paths to get the same result, reliably. It's all a matter of what you are used to. Do what you are used to, absolutely. But as well, if you see somebody doing it differently, you use 69. That sounds a bit naughty, doesn't it? Now, but if you see somebody else using a different formula, as well, I think it's a good idea to maybe look at it and think like, oh, I can try it. Maybe it's easier to use as well. But you do what you want to do, as long as you get the right result in good time. Available again if you still want that. Yeah, when you row, need to roam. Yeah, absolutely. Yeah. There are 100 ways to fly the same plane, but you know. We're 30 on this, please. You can climb level 380. Would you climb level 380? So, what did we say? The QNH was 976, wasn't it? Oh no. I have to go back here. I wanted to actually we wanted to preset it, yeah. 972. Level 821, monitoring Unicom 122, decimal 8, bye bye. Monitoring Unicom 122, decimal 8, can you 8219, anyone right? Upper Lloyd 211, same for you, monitoring Unicom 122, decimal 8, bye bye. Yeah, we contact the non-existent Amsterdam radar 1228. Hapag Lloyd 211, ciao. KLM 246, contact Bremen radar. Yeah, T80 in icing range, but at the moment there are no clouds that would affect our descent. Alright, then we set level 70. And as you can see, our speed of Mach 80 is now 320 knots. So I'm gonna switch from Mach to indicated airspeed. 320. It's a good speed, I think. Maybe we can catch Daniel. He's now doing ground speed 378. We're doing 433. Oh, so we're doing almost 60 knots more than him. So what do you know about differences in airspeed or in ground speed? Yeah. So for each 60 knots that you have a speed difference, you will gain or lose 1 nautical mile per minute, right? Because 60 knots means you do 60 miles an hour, divided by 60 is 1, so 1 mile per minute. So if we continued like this, I would catch up with him. He's now 12 miles ahead of her. In 12 minutes I would catch up with him. But of course we're going to slow down as well later on, no doubt. So, look at these nice colors. Oh my god, this is beautiful. Sorry, I have to scratch my nose. It's itchy. Itchy and scratchy. Itchy and scratchy show. Beautiful. This is so romantic. Aviation romantic, yeah. So you see we're doing still okay, now we're doing only we're still doing 60 knots, almost more than him, 50 knots more than him. So we're catching up slowly, but he's still 11 miles ahead of us, so we will never get him. Ah, you see now here, you see the blue
The blue dot here on the TCAS, that's Daniel slowly appearing here. Ja klar, weil der hier ist noch, der ist schon auf Destination QNH, die Standby altimeter is already Destination QNH, and the main instruments, they are still on standards, because we're still descending to flight level. So 70 by RTIP, that's cool. How many miles is it from RTIP to Alina? Where do I see that? I think I have to go to next page. No, I don't. Ah no, it's written here, I'm stupid. 29 miles. So actually it's sufficient if we cross RTIP. We want to be Alina at 3,000 feet, we have to slow down. So we can do RTIP at level 100 easily, yeah. Genau, also auf den Karten kann man sehen, eben hier RTIP between level 100 and level 70 or as instructed. Und I'm now aiming to cross RTIP at level 100. 70 is too low, it's not necessary because we still have 20, what did we say, 29 miles from RTIP here to this waypoint Alina on final approach. And 30 times 3 is 9,000 feet of altitude difference that we can lose on a 3-degree set path between these points. So if we cross at level 100 and then slow down to 50 and then descend, that's completely sufficient. Catching up with Daniel, hello. He's now 10 miles ahead of us. Another trick, if you don't know what level you expect, just set it to 100, because then you have the prediction. See, it works nicely. We can reduce our rate of descent a little bit, fly a bit higher, more efficiently. Too much. Okay, no. There we go.
So, ich habe gerade ein bisschen adjusted some coordination on Unicom by text, because we have a better range. So we are approaching RTIP. We have oh no, we are Loven, but then it's just a few miles to RTIP. 18 miles. Why are we so low here? Somehow this descent prediction is not accurate. Wow, this is beautiful. Beautiful. Oh, da vorne hier, this flashing stuff, that's Daniel. Ja, guten Abend. Hey, schön, dass du da bist. Du kommst gerade im richtigen Moment. So we have 12 miles to RTIP. We're doing about 5.5 miles per minute. So in 2 minutes we're going to be in RTIP. And then we're going to slow down. So you know what? Let's command 250 knots now. And then we will be ready to descend nicely after passing RTIP. 250 selected. Hey, hello, the Bisno. Thanks for joining in. Yeah, no, the 310 is a nice aircraft. But, to be honest, here at least in the sim, it can be a little bit bitchy sometimes. It's a bit temperamental, you have to watch out. Wow, this is nice. Look at the colors. Beautiful. And this is still the original Microsoft Flight Simulator. Alright, so we're maintaining level 100. I will now set 3000 feet. What's the temperature? There are some clouds. Temperature is now, total air temperature is +4. So we should select some anti-ice on, because this stuff looks a little bit convective. Yes, yeah, you need a bit more power than you probably would on the real aircraft. Alright, so let's start our descent slowly. Let's make it -500, and now we have to set the local pressure, QNH, and that is 972. That's a long way. Look, la 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 la. So we're losing 1,000 feet just by changing from standard pressure to the local QNH. That's a big difference. Huh? So imagine you had the wrong setting, you'd be flying 1,000 feet off the correct altitude. So this is significant. Hence, it's very important that you pay attention to your QNH. So we're flying now from RTIP. As well, here, if you look at the Swift radar, you see here, there's nobody in our way at the moment. That's cool. Here is Scandi 821, he's in front of us, about 8 miles. And the next one is here. There is some VFR guy, he's at flight level 000, so probably he's at 1,000 feet, but this is just the pressure altitude. Because I can't believe that he's flying 68 knots below the ground.
I cannot confirm it or deny it. Because we are on, you know, we're on social media, so I can't say too much, can I? But if you look at my Instagram, you know what's going on, right? Alright, so we got 22 miles to run until Alina. So 20 miles is about 6,000 feet if we stick to a 3-degree path, and we are now 3 plus 6 is 9, so we are a bit below the required descent path. But as well, we need to slow down to 20, that's fine. So let's go for the 3-degree. So ground speed 250, 240 is 4, 60 is 4 times 3 is 1200, so we need vertical speed minus 1200, or as you do it like Tim, you divide the ground speed by 2, and then that's about 1200, 1300. Oh yeah, 27 now, gusting 37. Shower of rain, scattered CB. Oh yeah. Oh, QNH 971 now. QNH 971. Go for it. Thanks for pointing that out. 971. Still reducing. Or maybe we should as well set prepare our approach. So we set auto brake low. And we can go here for final approach active. Temperature is still to TAT, total air temperature is still below plus 10, so we still need the anti-ice on. Oh! Okay, you also cannot confirm or deny. You see, here you can drink and fly. Of course, this is just grape juice, sure. I'm on vacation, by the way. 3 weeks off, so all legal and fine. What fleet are you flying on? Tell me. I'm sure I know you. I know another colleague from the Latitude who flies, but I think he has a different... Are you in the office? Okay, nice, cool. So I know we have another pilot, he's on the Latitude fleet, and he is flying as well sometimes. Yeah. Alright, we're getting closer. I'm getting nervous. But it's great to see that we have some colleagues in the office as well who fly Flight Simulator. That's cool. No, I think he doesn't stream, no. So now temperature is plus 11, so it's time to switch off the anti-ice. Pop, pop, pop. Oh, what I forgot is I didn't switch on the landing lights. Let's do it now. And as well we get the ignition to continuous. And we are approaching our point, so reduce speed to 20. You spend too much time on the flight simulator. Very good. As well, I know we have one guy he's an FA from Lisbon, and he as well does. He used to do a lot of VATSIM in the past. I think primarily air traffic control, but he is he's too busy in the real world, so I think he stopped. It does help a lot, I tell you. Before, when I flew the first time to the States, hello Viper Gamer, the first time I flew to the States for real with the Falcon, you know where I work on what fleet, I knew exactly what to do in terms of who to contact and this kind of stuff, and my colleague had no clue. So I could tell him, like, when they tell you on the ground contact ground point 9er, it means 1 to 1 decimal 9er. Alright, now sterile cockpit, let's concentrate. Alright, so we have 5 miles to Alina.
We are at 3000 feet, speed is fine, 220 is above the green dot speed. We will not need the speed brakes anymore, so I can already arm them. They are armed for the landing. And I'll let the LNAV do the job to turn final to Sydney, and then I will engage the approach mode. Yeah. Let's maybe as well indicate the ILS. There we go. We have it. We have 14 DME. And what do we have here, by the way, on the VORs? Let's do manual. The Sierra Papa Lima VOR. Yeah, 108.4, and Sierra Papa Lima is the Dutch say. Sierra Papa Lima. Hop. Cool. Look at this. This is beautiful. And this is almost real, I tell you. Ja, nee, Sydney ist der Daniel ist nach Sydney geflogen. Ich fliege nur vorbei an Sydney. Yeah, of course. So, you work in dispatch, I guess? Or ground services, regulatory? Well, no, you don't have to tell me, don't worry. Yeah, confidential. Alright. So the LNAV is doing a good job in bringing us to the center line. And we said from Sydney we descend to 2000 feet. Let me prepare the altitude, ASL 2000 feet set. And you know what? We set flaps to slats. First notch of flaps rather. And the slats are extended. Next speed limit is 210, so let's reduce the speed to 200 knots. Okay, very good. So we definitely talked on the phone already. Oh, who knows? Then maybe you work in scheduling. I see. And so approaching Sydney. You know what? We just leave it as this, and we let the. Oh, I did not do what I said I would do. I did not arm the approach mode. That was a close call here. So now we have lock green and glide slope green. Oh my god, that was close. I should have done that earlier. Okay, speed 180. We don't want to get too fast. Oh, I need to select the next set of flaps, the next notch of flaps. And the next speed limit for flaps is 195. It's giving us a hard time, so let's go gear down. Gear down selected, it's easier. And we said our final approach speed will be 159 knots. That's quite high. So the speed is now 190. We can select the next notch of flaps. Flaps 20. And the next limit is I can't barely read it. I need some glasses. 180 knots. So full flaps coming. Yeah, sheepboard traffic, Hapag-Lloyd 211. We are 6 miles. ILS 18 Shanta. Yeah, there are many runways in sight. Skipper traffic does also go for Banky on the 5 mile final for runway 22. Oh, collision course. Shanta, yeah. Good traffic. Enable 9252 established. Spanning Ja, right. wir hören Tim zum ersten Mal auf dem Flug. So, what do we do? Actually, now look at it, the TCAS is populated now, finally. Let's concentrate on the approach. So Daniel is still in the air, he's in front of us. Skipper
traffic, KLM for Quebec. So VAP 158. Before landing checklist. Gear down, 3 greens. Flaps full. Auto brake low. And the speed brakes are armed. Let's go manual. And manual throttle. Danger mode. And 18 center is vacated. Good luck, guys. Grazie mille. Yeah, and Sheeport traffic. Hapag-Lloyd 211 is now short final 18 center to land. Good luck. Yeah, I need to add a lot of power here. Jesus. Yeah, we're a bit low, huh? Although the glide slope says almost on glide, but I have 3 reds on the puppy. To the business jet terminal, Kilo April. At least some guys taxiing to the business jet. That's why he landed on runway 22. So the wind is still 35 knots here, not bad. Or gusting 35, not bad. So there really is some wind going on. Yeah, I need to add a lot of power, you know. Oh la la. 200. 100. Yeah, the wind is real. 50. 40. 30. Idle. 20. 10. 5. Bonk. That was not a nice landing. I expected to be on the ground earlier. Okay, manual braking. Oof, that was a ride. Yeah, 288, but I expected to touch down earlier. So, do we still have a ground controller here or not? Let's see. So, runway 18 center vacated. Right, park brake. Then we take landing lights off, strobe lights off. Transponder goes to from TARA to transponder only. Let's have a quick look here. If we still got any controllers. No. Oh, there's nobody. No more ground. It's pretty dark here. Hard to see where we go to. So we have to go here first right and then first left. Alright, let's go. And the Hapag-Lloyd 211 proceeding from Whiskey 6 via Delta to Alpha. So left here now, and then we are joining Alpha. That got pretty dark, huh? In the air it was still quite okay, but now it got really dark. As well, that's quite realistic. Because these clouds, they really absorb a lot of sunlight, of daylight. So anything else we have to do here? Ignition off, we start the APU bleed on, and I think that should be it. Let's see where Daniel is parking. Traffic, KLM 8 forward, established on a localized runway 18 right. Oh, I can't see Daniel anymore. Where did he go to? Okay, he landed on the other one now. Daniel is somewhere else completely. Wow.
He went to the end. Ah, okay. He's taxiing the other way around. Okay. He's going the other way around. My God. All right. I got a KLM sitting in my neck, taxiing behind me. You see. Sorry, mate. But it's dark, and I'm not too familiar with the airport. So we're there. What is this here? In the middle of a taxiway, or next to the taxiway, there's a building. Seriously? KLM 8 for Quebec, right bay, 18 right, 12 miles. Oh! Yeah, it got my wing, you see? The building got my wing and turned the plane to the left. I didn't expect this to happen, actually. So I'm not using a payware scenery for Amsterdam because you see at the moment I do have about 20-21 frames per second. I think, yeah, safety report, yeah, make Luca happy. And if I installed that brand new payware scenery, I think I'd go down to 10 frames per second, so no way. Traffic, KLM 8 I can't do it. Final service, 18 right, 9 miles. And here you can see what we're doing on little nav map. Triple traffic KLM 844 is 1 mile final on runway 18 right. Genau, it's a coffee shop. So you see we are here, that's us here. And the KLM is chasing us, so we're gonna taxi all around here and oops. Stay in the taxiway, my friend. And we're gonna probably park here on one of these positions. Oh no, I think we are heavy jet, so we have to go here. So we go to 53. Yeah. Schiphol traffic, Dream Team 155 right is crossing runway 18 left at Echo side. Yep, it's a big airport. And now imagine we landed on runway 18 right. We will still be outside the airport at the moment. Yeah, check your microphone, we can barely hear you. Traffic, KLM 8 for Quebec, That's what it's important. Right. If you hear somebody calling on a Unicom and you can barely hear him, let him know. Of course, be nice. Otherwise they will never know that nobody can really understand them. Schiphol traffic, Dream Team 155 Romeo is clear of runway 18 left. Is that KLM still chasing me? Yes, it's still chasing me. But you know, what can we do? And you see, lots of traffic, but no air traffic control. It actually is running quite well. But of course, we were using 3 different runways to land. Yeah, exactly, yeah. Fuchsjagd, Fox Chase, Foxhound, Hunt. So are these the term? Is this where we want to go to, or the next one only? Let's have a look. Oh, it's here, actually. So we're gonna park up here on the first stand. And that KLM 78 Bravo is still chasing me. But now I'm gonna get out of your way and then overtake at high speed. Turned a bit early.
the galley, you know, they're already, the FA, the flight attendants, they're already cleaning the galley. Okay. Unfortunately, this trigger scenery, there is no ground guidance system to park. So park brake set, taxi light off, cockpit light on, so the APU is on. Oh, actually I forgot to switch off the probe heat. La, 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 la. And then we can switch off the engines. 1, 2, or 2, 1 rather. Transponder goes to standby. Ja, das ist hier, das ist Immersion. Absolutely, yeah. Okay, then beacon off, transponder goes back to standard 2000, the non-discrete IFR code. Then we need fuel pumps off except for one. Classic, Dream Team 155 Romeo, crossing runway 22. Windshield heat off, did all of this, then seat belts off, and let's see if we can connect the jetway here. Who knows? So we want chocks, GPU, jetway. We can already start loading cargo. No, we can't see much, can we? Let's switch to some lights. No, the jetway did not. Ah, it's moving! Aha, look at that. Runway 22 vacated. Pretty dark airport, but the jetway worked. Door 1 left is open. Perfect. And then we can start deplaning. Very nice. External power is connected. So in theory we could shut down the APU. Let's do that. And fuel pump off. So since the galley has been taken care of, very nice. Everything is fine. Yeah, I think it was a good stream. Huh? It was not too bad. It was a bit dark in the end. Maybe I should have left. I should have turned the clock 1 hour to 1 hour earlier on departure. But well, you can't have it all. And so the plane behaved. Yeah, the pitch angle on final approach is something that you have to get used to, and as well the amount of thrust that you need on final approach as well. But you know, this is the stuff, because I think I'm going to use this aircraft for World Flight. Do you know World Flight? World Flight will begin this Saturday evening and will go on for 7 days and nights. Completely 24/7. So in case you don't know what World Flight is, just look at VATSIM, look for World Flight 2023 and you will find all the information. It's pretty cool to take part in it, and I'm looking forward to performing a few flights then. Yeah, I'm looking forward, definitely. Yes, yeah. I need to look up the missing night lights. Yeah, I think I saw already some kind of add-on. Oh, somebody connected on me. Very funny. Get away, UKLM. Go! It's my stand. Let's turn on the lights to make him aware. He should see that actually.
and let's see if he notices that he parked inside somebody. Ah, vielen Dank, ja. Yes, indeed, yeah. And I haven't flown the 310 now for a few weeks, but I had some issues with the 320, with the fly-by-wire Airbus. Quite too many of my last few flights ended in a blue screen because of some CPU overheat, and I fear that it's better for me to use the Airbus 310. So far, it did not kill me. Let's have a look at my statistics here. Yeah, well, we have one instance where the temperature went to 100 degrees or more probably, and that's not good. Although I suspect it's an indication or measuring problem and not really the temperature. Well, we'll see. Alright guys, this is my alarm. I have to sign off now, guys. Thank you for joining me on this fun flight. See you in the coming days. I'll be online the next few days and the next 10 days more often because of World Flight. So check it out. Have fun. Yeah, and à déjà. Bye bye. Good night.